Du kannst dir vorstellen, dass ab diesem Moment für mich nichts mehr so war, wie es war. Herzlich willkommen bei Infonium nach dieser langen Auszeit. Ähm, Ich möchte mich erstmal bei euch für die vielen Beileidsbekundungen bedanken. Das hat mich wirklich sehr bewegt. Ihr habt wirklich sehr gut nachempfunden, wie es mir geht. Vielen Dank nochmal. Ja, es gibt Krankheiten, die sind wie ein Geist, sage ich mal. Man lebt so sein Leben und denkt nicht mehr daran. Und irgendwann schlägt die Krankheit zu. Nils Tod kam für mich und eigentlich für alle, die ihn kannten und die ihn mochten, absolut unerwartet. Du kannst dir vorstellen, dass ab diesem Moment für mich nichts mehr so war, wie es war. Es ist ja nun einige Zeit vergangen und das Leben geht weiter. Ich werde weitermachen. Das ist es, was Nils von mir erwarten würde. Und ich bin nicht der Mensch, der jetzt schon in Rente geht. Also sitze ich nun hier alleine vor der Kamera. Stellt sich die Frage, wie wird es weitergehen? Mir ist nichts anderes eingefallen, als das, was ich mit Nils gemacht habe. Ja, darum wird es weitergehen wie bisher. Thematisch möchte ich den Schwerpunkt aber eher auf wirtschaftliche Themen lenken. Es geht um Investitionen, um Geldanlage, um Gründung, um Georgien natürlich auch. Mein Thema heute lautet Veränderungen, genauer gesagt Verlust und Neuanfang. Weil hier in Batumi findet eine Art Transformation statt, die immer schneller vonstatten geht. Nach meinem Empfinden zumindest. Wenn ich also durch die Straßen gehe, sehe ich alte Chruschowkas und neue Hochhäuser nebeneinander. Aber schaut selbst. Hier bin ich am neuen Fußballstadion. Da seht ihr ein Haus ohne Fenster. Da siehst du das nächste Haus. Es ist vollkommen entkernt. Im Hintergrund die Hochhäuser, die größtenteils im Rohbau sind. An dieser Stelle wird ein weiteres Hochhaus gebaut werden. Hier hinter dem Bauzaun standen einmal mehrere Chruschowkas. Diese Häuser stehen gegenüber von der Baustelle. Da hinten ein Hochhaus, die Chruschowkas und rundum neue Häuser. Hier kannst du sehen, wie dicht diese neuen Häuser aneinander gebaut werden. Dieses neue Hochhaus wird geradezu zugebaut. Der Grund für dieses Phänomen ist, dass die Fläche der Stadt Batumi durch den kleinen Kaukasus arg begrenzt ist. Ich glaube, in der Breite sind es maximal 3 Kilometer. Jetzt bin ich am Lechomyja Kaczynski Park. Hier könnt ihr auch wieder sehen, das sind 4 Hochhäuser hintereinander. Dieses Gebäude wird von der ELT gebaut. Diese Baulücke, in der der Kran steht, wird
ebenfalls zugebaut, nämlich das bestehende Gebäude wird quasi dort spiegelverkehrt errichtet. Das Gelbe ist die Baustelle des Alliance Centropolis. Das wird ein Gebäude sein, das die gesamte Küste dominieren wird. Ich gehe jetzt mit dir auf dieses Gebäude zu. Das hier ist die sogenannte Alley of Heroes. Die Alley of Heroes wird zu einem wunderbaren Boulevard ausgestaltet. Hier siehst du einen Fußgängerüberweg, weiter hinten entsteht ein zweiter. Man wird da wahrscheinlich schon im Sommer sehr entspannt rüberlaufen können. Ja, jetzt sind wir schon fast da am Alliance Centropolis. Vorne siehst du diese schäbige Magnolia. Nils und ich, wir haben ja schon mal ein Video über sie gemacht. Wer weiß, wie lange sie noch steht. Jetzt bin ich an der Baustelle angekommen und du siehst, welches Ausmaß dieses Gebäude haben wird. Hier entsteht jetzt der zweite Tower und meiner Ansicht nach sind die Tower viel zu nah aneinander. Dieser runde Turm ist die Public Service Hall. Das ist sowas wie ein Bürgerbüro in Deutschland. Und hier entsteht ein neues Parkhaus. Wie du an diesem Aushang sehen kannst, sind bei der Orbi Group 23.500 Apartments frei. Links daneben entsteht das sogenannte Cube. Das wird ein quadratisches Hochhaus mit, ja, finde ich schon ganz interessanter Architektur sein. Dahinter ein weiterer Rohbau und links daneben das Haus ist gerade in der Fertigstellung. Das war mein kleiner Rundgang mit dir durch Batumi. Ich denke, es lohnt sich, möglichst bald hierher zu kommen, wenn du das alte Batumi noch sehen möchtest. Weil ich habe so den Eindruck, dass hier immer schneller und immer mehr gebaut wird. So, hier ist ein richtiger Investitionsdruck, so kommt es mir vor. Und diese Veränderungen, die prägen die Stadt und natürlich die Menschen, die hier wohnen. Veränderungen spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Es gibt kein Leben ohne Veränderung, weil die Veränderung ist unerlässlich für jede Art der Entwicklung. Veränderungen ermöglichen uns zu wachsen. Durch die Bewältigung dieser Herausforderungen entwickeln wir neue Fähigkeiten und vor allem bekommen wir ein besseres Verständnis für uns selbst oder natürlich auch für die Welt um uns herum. Ja, und Veränderung lehren uns das Loslassen. Ich meine das Loslassen von Menschen, von Beziehungen. Beides ist uns im Grunde nur geliehen. Die Veränderung gehört zum Fluss des Lebens und niemand kann diesen Fluss aufhalten, jedenfalls nicht auf Dauer. Weil irgendwann brechen die Dämme und der Fluss fließt umso schneller. Darum finde ich es wichtig, die Veränderung zu akzeptieren, so schwer es auch ist. Es ist wichtig, mit ihr Frieden zu schließen, weil das
Nur das schafft Raum für Neues. So viel von mir für heute. Ein schwieriges Thema. Denk mal drüber nach. Ja, wie siehst du das? Schreib's einfach in die Kommentare, wenn du magst. Ansonsten, nächste Woche Sonntag geht's weiter mit Ein Deutscher in Georgien. Bis dahin und tschüss.